Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute sind wir beim Hönnetrail im Hönnetal bei Balve. Neben mir ist der Carsten und die Jess. Carsten, erstmal, was machen wir überhaupt da? Ja, wir fahren schön im Gelände rum mit Großenduros, 180 Kilo plus, haben 2 Tage richtig Spaß, versuchen dadurch Spendengelder zu generieren, die wir dann an Kinder- und Jugendeinrichtungen weitergeben. Kriegt ihr so an Spenden zusammen? Zwischen 12.000 und 15.000 kriegen wir immer pro Veranstaltung zusammen. Pro Jahr? Also Euro, ja, pro Jahr. Wie lange macht ihr das schon? Wir haben jetzt 15 Jahre, also heute ist 15. Veranstaltung und insgesamt auf jeden Fall 150.000 Euro schon gespendet. Nee, ich fand es so geil, also wie er das erzählt hat und wie er es rübergebracht hat. Und seitdem bin ich ja auch Bestandteil dieser Veranstaltung. Und wenn man was Gutes tun kann und kann das mit seinem Hobby vereinbaren, dann ist das genial. Was wünschen wir uns für da draußen, dass auch mal ein paar Sachen geschenkt werden, ne? Also hergegeben werden von den großen Firmen, um diese Veranstaltung zu unterstützen, weil die werden dann abends... Ja, abends werden die Sachen halt versteigert, ne? um noch mehr Geld in die Spendenkassen zu bekommen. Schön ist natürlich, wenn Geldspenden gemacht werden. Und das Wichtigste ist, das Geld wird nicht für Sachen benutzt, die eh schon bezahlt werden, sondern Sachen, die nicht unterstützt werden. Genau. Das Schlimmste ist, uns Rockern sieht man das ja gar nicht an, dass wir so bereit sind. Ne? Ich danke dir wirklich für das Engagement, das du da reinsetzt in dieses Hönnetrail. Und man sieht ja, es kommen Leute dazu, es gehen wieder Leute. Aber der Carsten hat bis auf das eine Jahr, wo er da spazieren gefahren ist, Bestand gehabt. Jo. Ja. Jetzt bin ich ja ein bisschen Liebhaber für den Propeller, weiß-blau. Und dann habe ich gesehen, dass da so eine R12 G-S, die es mir echt angetan hat. Ne? Ja, ist ein schönes Motorrad, muss ich sagen. Da mit dem Fahrerfeld war. Und dann will ich euch mal eine Sportlerin vorstellen, das ist die Jess. Was machst du jetzt gerade da? Warum bist du hier? Weil ich die letzten Jahre auch hier war, nicht mit der GS oder G-S, sondern sonst immer mit der 1250. War immer ein schönes Event, ein schönes Highlight und bin jetzt diesmal mit der Maschine da. Und also heute so die ersten Meter schon mit der Trainingsmaschine auch machen. Ne? Also es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir sie gekriegt haben. Wie lange ungefähr? Letztes Jahr im November. Ja, die hat gerade die erste Einfahrtskontrolle durch. Die hat so 1500, 1600 Kilometer runter, viel Offroad auch schon, aber nichtsdestotrotz heute schon ein anderes Gelände als die letzten Wochen. Wie lange fährst du schon Enduro? Ich fahre seit 6 Jahren Motorrad und auch seit 6 Jahren Enduro. Also ich bin sofort in die Matsche gegangen mit einer 1150. Du hast ja das Motorrad jetzt nicht umsonst gekriegt, dafür hast du irgendwas machen müssen. Hast du den Geld überwiesen oder wie war das? Ich habe einen Qualifier gewonnen quasi. Ja. Also es ist letztes Jahr der Qualifier gewesen im Mammutpark in Stadt Oldendorf und wir durften Prüfungen fahren über 2,5 Tage, sind dann ins Finale gekommen und haben mit der 1300er das Finale gefahren und ich durfte mich dann glücklich schätzen, dass ich scheinbar genug Geschick gezeigt habe, dass ich dabei sein darf. Ja. Jetzt fährst du ja dann ganz anständig schon, ne? Hast du dann hier mit dem Backup, was du hast du die Möglichkeit auch gehabt zu trainieren oder ist das zu wenig? Oder? Auf jeden Fall, das ist immer sehr schön hier, weil viel abgesteckt ist. Wir schön eng fahren üben können und auch langsam und ein bisschen Schotter, ein bisschen Gleichgewichtsübung und nicht nur über Schotter peitschen, sondern auch das, was ich eigentlich in der Trophy brauche, ne? Lenkereinschlag. Und das konnte ich heute auf jeden Fall wunderbar machen. Wie sieht dein Plan aus? Für viel Training, also der Kalender ist voll bis September, fast jedes Wochenende unterwegs in unterschiedlichen Parks. Sei es TWT Hechling oder auch irgendwie im Osten. Mammutpark ist natürlich dabei. Bernd Hiemer, darauf freue ich mich unfassbar. Dirk von Zitzewitz, auch super. Also wir haben ganz viel Training. Die Messen sind vorbei, da waren wir auch jetzt schon in ganz Deutschland unterwegs. Wir durften ein bisschen Stuntshow fahren, das war auch für mich eine neue Erfahrung. So mit 6 Jahren Motorradfahren, Stuntshow fahren auf einer Messe, war ein bisschen wild, aber hat funktioniert. Die Jungs haben mich gut supportet. In diesem Jahr findet dann auch die Trophy statt? Ja, genau, richtig. Die findet in Rumänien statt. Ja, in Rumänien? Ja. Wie kommt ihr da runter? Mit dem Flugzeug tatsächlich. Weißt du, wo die Location ist? Nee, gar nicht. Nee. Wie sieht's aus? Bist du aufgeregt? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich habe nur Spaß einfach. Ne? Also ich glaube, bis dahin ist noch so viel Zeit. Und ich glaube, eigentlich ist der Weg bis dahin auch viel spannender. Und die Aufregung kommt dann in Rumänien. Ja. Wie alt bist du?
Ich werde 40 im August. Okay, gut verschleiert, ne? Muss ich sagen. Ne? Hat gut wegrecherchiert. Was machst du beruflich? Ich leite eine Recruiting-Abteilung. Ich habe noch ein Team von 10 Leuten. Ja, weil das ist ja echt schwer. Ich habe ja Training gehört. Also ich muss ja neben dem Training noch arbeiten und das ist ja gar nicht so einfach, das unter den Hut zu bringen. Ne? Ich habe 5 Sonderurlaubstage gekriegt. Ich habe ein bisschen mobiles Arbeiten und die Option, auch ein bisschen flexibler zu sein. Ich habe ein hervorragendes Team. Ich glaube, da habe ich einen guten Job gemacht, dass die sehr verantwortlich mit ihren Themen umgehen und habe dieses Jahr so ein bisschen die Extrawurst, sage ich mal. Ne? Ich nehme jetzt den Carsten mit ins Gespräch mit rein. Ne? Also da wünschen wir dir echt viel Glück bei der Trophy. Ne? Danke dir. Und dass du das gut rockst. Ich meine, ihr vertretet ja Deutschland. Ne? Wann ist das Datum genau? 11. September geht's los und es endet dann am 18. oder 19. September. Ja. Dankeschön. Sehe ich anständig aus? Ja, auf jeden Fall. Es war ein bisschen nass, was draufgegangen. Yes, Sir. Was sehen wir da vor uns? Eine wunderschöne BMW. Ein Traum von GS, ne? Jawohl. Muss ich echt sagen. Da haben wir einen ganz jungen Menschen neben mir, habe ich gedacht. Ne? Wie alt bist du? Auch schon wieder 28. Wie oft bist du schon dabei? Zum ersten Mal beim Hönne Trail dabei. Ja. Ich habe sowieso erst so richtig im letzten Jahr angefangen, so ein bisschen Offroad zu fahren. Habe mir dann diese Maschine jetzt zusammengebastelt und jetzt versuche ich mal so alle möglichen Veranstaltungen, die es gibt, abzuklappern. Wie bist du zum Carsten gekommen? Einfach rumgeschaut, was es gibt. Genau, und da ist das Hönne Trail irgendwie auch gleich aufgeploppt. Auch über deine Videos gesehen und dann gesagt, okay, das sieht nach einer entspannten Veranstaltung aus, wo man mal auch mit so einem alten Gerät ganz gut fahren kann. Hast du in der Nacht davor gut geschlafen oder hast du gedacht, oh je, jetzt habe ich ein Motorrad frisch aufgebaut? Wow. Ich habe eigentlich ganz gut davor geschlafen. Ich habe die Feuertaufe für die BMW war schon letztes Jahr bei Ölmühle Eberstedt. Da habe ich schon das erste Mal versagt. Von daher hatte ich dann über den Winterzeit noch 1, 2 Sachen zu verändern. Und jetzt hat sie dieses Wochenende fast perfekt durchgehalten. Einmal hat mich der Anlasser verlassen, aber es war nur ein Kabel, was sich losgerubbelt hatte. Also ich träume jetzt gerade nicht, aber ich habe gerade überlegt, Ölmühle, ne? Die machen Hawaii-Veranstaltungen, ne? Und das ist immer ja, da hast du das beste Ausdruck für den Anfang, ne? Ja, das war dann, genau, da hat mich auch witzigerweise über Nacht der Anlasser verlassen. Das heißt, du stehst dann am Samstagmorgen auf der Bühne, es geht runter, du fährst das erste Mal bei so einer Veranstaltung, die Karre springt nicht an, dein Kumpel schiebt dich an und dann bist du schon eigentlich auf 180. Das war dann bist du natürlich auch irgendwo kleben geblieben an irgendeinem matschigen Hang, hast die Karre nicht wieder anbekommen, bis mal irgendwer Nettes abgestiegen ist und hat wieder mit angeschoben. Und dann bin ich eine Runde gefahren und dann dachte ich, okay, jetzt weiß ich mal so ungefähr, wie das hier abläuft. Jetzt kann ich mich mal ein bisschen besser vorbereiten. Wir sind ja alles 2 GS-Liebhaber, aber wir sind ja 20 Jahre älter als du. Wie bist du zu sowas gekommen? Ja, das ist eigentlich irgendwie auch so ein bisschen kurios. Ich hatte mir irgendwie mal von meinem ersparten Geld, als er rauskam, eine Tenere 700 gekauft. Ist ja auch bis heute mehr denn je irgendwie total ein beliebtes Motorrad bei auch Offroad-TED-Fahrern. Und dann bin ich tatsächlich bei meinem Vater, habe ich mal in der Garage seine G-S gemopst. Und habe irgendwie festgestellt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die fährt viel schöner, ne? Also dieses Thema Schwerpunkt, das ist, finde ich, bei der Tenere merkt man das doch auch mit dem hohen Tank. Und das war bei der BMW irgendwie, ja, es fuhr besser, obwohl die Maschine 40 Jahre alt ist, ne? Und so hat das dann so ganz langsam angefangen oder auch relativ schnell. Die Tenere war schnell inseriert, wurde abgeholt und dann ging es los mit einer G-S. Und genau, dann ist über die Jahre noch eine RS dazugekommen und jetzt dieses Projekt hier. Wir können ja die Frage an die Zuschauer jetzt auch stellen. Ihr könnt euch da gerne beteiligen, könnt was mit reinschreiben. Wir haben ja heute das krasse Gegenteil. Ja? Gerade eben war die R12 G-S da gestanden. Und das ist jetzt, wie würdest du die bezeichnen, als Six-Days-Replika? Ja, so in die Richtung war es mal gedacht, ne? So End-70er Jahre Scheck, so wie der auch unterwegs war. Also ganz klassisch mit Twin-Shock. Als welches Baujahr soll es eingetragen werden? Ja, genau. Da sowieso alles eigentlich neu eingetragen werden muss, können wir uns auch noch mal ein Baujahr aussuchen. Nee, aber original war das hier mal eine 1980er RS. Also wirklich die voll verkleidete BMW. Aber wir sehen, davon ist nicht viel übrig geblieben. Ja, aber das ist eine sehr gute Basis. Und für mich, ich fahre ja beides. Ich meine, ich habe jetzt da noch eine Probe gefahren, aber ich bin ja mit den Schinken schon unterwegs gewesen. Und das ist erschreckend, wie schön so eine R12 G-S fahren kann und wie viel uns die Elektrik behindern kann. Ne? Und wie schön so ein technisch versiertes Motorrad sein kann. Ne? Und das ist auch schwierig immer zu sagen, was ist besser. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, was ist besser. Für mich ist das halt so, du hast heute schon einen Haufen Mäckchen gehabt, Käbelchen und so, ne? Vielleicht auch selbst verursacht, aber du hast das alles mit dem Messer und dem Klebermann repariert. Das schöne Motorrad, das vorhin mit der jungen Dame da gestanden war,
das repariert halt keiner von uns. Ne? Würdest du dir sowas nochmal zutrauen? Das ist ja das Problem eigentlich. Nicht, ob man sich sowas nochmal zutraut, sondern kann man verhindern, dass man irgendwie nochmal wieder sowas macht. Wenn man einmal irgendwie diesen Spleen hat, ich schaue schon wieder ganz nachdenklich so auch mal auf so eine WP 48 Upside-Down-Gabel. Aber dann ein neues Projekt natürlich. Wieder, Ne? ja, genau, wieder ein neues Projekt. Und das ist eher auf der Seite muss man eher aufpassen, dass das nicht irgendwie immer weitergeht und die Garage immer voller steht, sondern dass man auch wirklich fährt mit den Sachen. Wenn wir so junge Kunden in der Werkstatt haben, dann denke ich mir immer, Manuel, sollst du denen das wirklich antun, diesem Virus, der auch nie mehr aufhört? Also ich kenne ganz wenige, die dann von diesem Motorrad wegkommen sind. Entweder sie hören altersbedingt auf oder haben keine Zeit mehr fürs Hobby oder sie sind so infiziert, dass sie dann halt 1, 2 oder auch 3 oder 4 Ventile haben, in verschiedenen Ausführungen. Weil damit möchte man jetzt mal auf der Straße fahren, da hat man dann eine RS, ne? Ja. Und dann vielleicht für die Touren eine GS, ne? Und so fängt es an und es hört auch nie mehr auf. Ne? Das einzig Gute ist, ihr müsst euch keine Sorgen um Anlagevermögen machen. Es gibt einfach keins. Es ist immer weg. Wie war das für dich heute? Genau, du hast ja auch schon den Vergleich gezogen zu so einer Klassik-Enduro-Veranstaltung, wo es schon halt natürlich mehr Wettkampf auch ist, obwohl es halt auch Klassik und entspannt eigentlich ist. War es hier eine super Atmosphäre. Ich war ja in der Trainingsgruppe bei dir, in der fortgeschrittenen Gruppe, wo wir einfach Schritt für Schritt, also wir haben mit Basics angefangen und sind dann Schritt für Schritt hier durch alle Touren, durch alle Hindernisse hier einmal durch und sind dann am Ende noch ein bisschen frei rumgefahren. Also wunderbar. Ein schöner Mix, finde ich. Man hat hier diese schönen unterschiedlichen Stufen in dem Steinbruch, was das so unterteilt. Also sehr toll zu fahren, sehr angenehm. Obwohl wir ja doch auch eine große Gruppe sind mit 150 Leuten, aber man war nie irgendwo unter Druck oder irgendwie, es hat sich irgendwie super verlaufen. Also wie viele Teilnehmer dürfte es geben? So rum? Also Teilnehmer bin ich eigentlich bei 125, das ist meine offizielle Zahl. Da versuche ich zu stoppen, aber das gelingt mir immer sehr selten. Und dieses Jahr ist es leider bei 148 geendet, die dann kommen durften. Ich habe auch in deinem Alter, also ich habe mit 21 angefangen GS zu fahren und bin hängen geblieben. Ich fahre immer noch die gleiche Karre. Und, Immer noch abhängig, ne? Am Tropf. Immer noch abhängig und ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. So, ne? Also ich will das wird das Letzte sein, was ich fahre. GS. Ja. Dann danke ich euch beiden für die Zeit. Dir, dass du teilgenommen hast und dass wir dir mal hinterherfliegen konnten ein bisschen was aufnehmen. Carsten, dir für das Engagement. Allen da draußen, die diese Veranstaltung unterstützen, danke ich auch ganz herzlich. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch noch ein paar andere mit animieren, könnt mal zeigen, ich bin dabei, was macht ihr? Es gibt immer eine Möglichkeit, irgendwas zu unterstützen. Euch da draußen danke ich fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder was sonst. Macht die Glocke an. Bis bald, euer Manuel. Und jetzt gibt es noch ein kleines Bikeborn von dem Motorrad. Und wenn wir auf dem Rennen treffen, was heuer passieren wird, hoffe ich, ne? Klassik Enduro, dann machen wir so eine Detailvorstellung. Ciao!